Das ist wirklich eine Wahnsinnsmeldung aus China. Ein Forscher behauptet, die weltweit ersten genveränderten Babys erschaffen zu haben. Man habe das Erbgut von 2 Embryonen gentechnisch so verändert, dass die beiden Zwillinge resistent gegen HIV seien. Bisher liegen noch keine unabhängigen Bewertungen des Experiments vor, doch Forschungsteams weltweit sind geschockt. Denn fest steht, solche Menschenversuche wären der Super-GAU schlechthin. Falls sich diese Behauptung aus China bewahrheiten sollte, hätte das krasse Folgen für die Ethik und die gesamte Wissenschaftswelt. Und es hat jetzt schon Konsequenzen für die beteiligten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Welche? Jetzt bei Klicks und Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. 1, 2, Konkret geht es um den chinesischen Forscher He Jiankui von der Southern University of Science and Technology in Shenzhen. Er behauptet in einem Interview mit der US-Presseagentur Associated Press AP, dass weltweit die ersten beiden genmanipulierten Babys geboren worden seien. Dazu der Wissenschaftler in einem YouTube-Video. 2 wunderschöne kleine chinesische Mädchen namens Lulu und Nana kamen vor einigen Wochen weinend und so gesund wie jedes andere Baby zur Welt. Er habe das neue Allzweckwerkzeug der Gentechnik, das CRISPR-Cas9-Verfahren, genutzt, um die Kinder resistent gegen HIV zu machen. What the fuck? Kurz noch einmal zur Erklärung der CRISPR-Cas9-Technologie, kurz CRISPR, über die wir hier bei Klicks und Science Fiction ja immer wieder mal berichten. Die Methode revolutioniert gerade die Gentechnik, denn mit ihrer Hilfe lassen sich ausgewählte Gene einfügen, ausschalten oder auch umschreiben, und zwar sehr einfach. Es funktioniert quasi so simpel wie eine Schere. Mit ihr kann die DNA, also das Erbgut, ziemlich effektiv verändert werden. Bisher gibt es beispielsweise Versuche, Krankheiten bei einzelnen Personen zu therapieren, doch in den Keimzellen von Menschen wurde sie bislang noch nicht angewendet, denn das wären Menschenversuche und die sind verboten. Das ist auch extrem gefährlich, denn bei dem Verfahren werden auch immer wieder andere Bereiche des Erbguts verändert, die eigentlich gar nicht verändert werden sollen. Das kann dann bedeuten, dass Erbkrankheiten ausgelöst werden, dass die genmanipulierte Lebewesen leichter Krebs bekommen können und. Deshalb und aus ethischen Gründen sind Menschenversuche mit CRISPR-Cas9 verboten und die Folgen sind noch weitreichender, denn die gentechnischen Veränderungen sollten nicht nur die nun geborenen Zwillinge selbst betreffen. Falls der Plan von He Jiankui wirklich aufgegangen sein sollte, befinden sich die Veränderungen in allen Zellen im Körper der Babys. Somit könnten sie diese auch an ihre Nachkommen weitergeben, inklusive der Fehler. Konkret soll der Forscher mit Hilfe der CRISPR-Cas9-Technologie quasi eine Art Eingangstor ausgeschaltet haben, über das AIDS-Virus HIV normalerweise in die menschlichen Zellen gelangt. Genauer gesagt geht es um das Gen für den sogenannten CCR5-Rezeptor, an den sich HIV-Viren für eine Infektion der Zelle anheften. He Jiankui jedenfalls behauptet, 16 Embryonen von insgesamt 7 Paaren mit der CRISPR-Cas9-Methode behandelt zu haben. Die Mütter waren gesund, die Väter mit HIV infiziert. Die Embryos wurden per künstlicher Befruchtung geschaffen. 11 der behandelten Embryonen wurden dann wieder in die Frauen eingesetzt, wobei es letztendlich dann eben zu dieser einen erfolgreichen Schwangerschaft kam. Laut dem Interview mit dem chinesischen Forscher sei der Plan aber nur bei einem der Zwillinge wirklich erfolgreich gewesen. Bei dem anderen wurde wohl nur eines statt der beiden verantwortlichen Gene herausgeschnitten, sodass eine Infektion mit HIV weiter möglich sei. Jiankuis Angaben zufolge sei die Wahrscheinlichkeit aber hoch, dass die Erkrankung nicht so aggressiv verlaufe wie gewöhnlich. Klar ist jedenfalls, die Folgen dieser Behandlung sind komplett unbekannt und die Zukunft der beiden Kinder somit vollkommen ungewiss. Fachleute weltweit sind entsetzt, denn schließlich weiß man beispielsweise nicht, ob die herausgeschnittenen Gene vielleicht für andere wichtige Vorgänge im Körper notwendig sind. Das Experiment ist zudem bisher nur in einem chinesischen Register für klinische Tests eingetragen, mehr aber auch nicht. Zur Behauptung Jiankuis gibt es also noch keine geprüfte wissenschaftliche Veröffentlichung, genauso wenig wie eine offizielle Bestätigung von anderen Behörden. Und so rätseln Fachleute aus der ganzen Welt, was wirklich dahinter steckt. Fest steht jedenfalls, falls sich diese Behauptung aus China bewahrheiten sollte, hätte das Konsequenzen für die gesamte Wissenschaftswelt und ihre Ethik. Die Universität, an der He Jiankui arbeitet, hatte sofort reagiert und mitgeteilt, dass man nichts von diesem Experiment gewusst habe. Man sei schockiert und weiter heißt es, dass die entsprechenden Experimente außerhalb der Universität stattgefunden haben.
Der Wissenschaftler habe damit ernsthaft gegen die akademische Ethik und akademische Normen verstoßen. Und auch von anderen chinesischen Kollegen und Kolleginnen erntet He Jiankui große Kritik. Sie befürchten, dass das Ansehen der chinesischen Forschung damit zerstört wird. In einem Protestbrief fordern sie die Aufsichtsbehörden auf, schnell zu handeln. Zudem schreiben sie, direkte Versuche am Menschen können nur als verrückt beschrieben werden. Es ist zwar möglich, dass die Kinder, die diesmal geboren wurden, für einen bestimmten Zeitraum gesund sind, aber die potenziellen Risiken und Schäden für die gesamte Menschheit, die durch einen ungerechtfertigten Einsatz des Verfahrens in der Zukunft entstehen können, sind unermesslich. Und auch die internationale Wissenschaftswelt ist geschockt. Dies sei ein Affront gegenüber der Wissenschaft, die voller Verantwortung zu diesem Thema der Genmanipulation forscht, heißt es beispielsweise vom Deutschen Ethikrat. Der Vorsitzende Peter Darbock sagt, sollte sich bewahrheiten, dass ein mithilfe von CRISPR-Cas9 genmanipuliertes Baby erzeugt worden ist, wäre dies für die Wissenschaft ein Super-GAU. Denn nicht nur in den USA und Europa ist es derzeit gesetzlich verboten, einen Embryo gentechnisch zu verändern und diesen dann einer Frau einzusetzen, damit diese schwanger wird, denn die Risiken derartiger Manipulationen an menschlichem Erbgut sind bisher kaum abschätzbar. Hinzu kommt ja noch, solche Veränderungen würden an nachfolgende Generationen weitergegeben. Auch eine chinesische Richtlinie von 2003 verbietet derartige Forschung. Klar ist bislang noch nicht, ob der Forscher vielleicht eine Sondergenehmigung für seine Versuche bekommen hat. Fragen wirft jedenfalls auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Sensationsmeldung auf. Denn gerade in dieser Woche kommen an der Universität Hongkong die Pioniere des Genome-Editings zusammen, und zwar beim Second International Summit of Human Genome Editing. He Jiankui jedenfalls zeigt sich unbeeindruckt von der Kritik und verspricht, dass seine Daten bald veröffentlicht werden. Er betont, dass es ihm nicht darum geht, Designerbabys zu erschaffen. Solche Genveränderungen sollten ein Instrument der Heilung sein. Bis die gesamten Daten seines Versuchs veröffentlicht sind, kann nur spekuliert werden, ob tatsächlich die ersten genveränderten Babys zur Welt gekommen sind. Doch schon jetzt ist eines sicher: Eine Diskussion über diese Art der Forschung ist enorm wichtig und es ist höchste Zeit, sie jetzt zu führen, bevor es zu spät ist. Peter Darbock vom Deutschen Ethikrat bezeichnet die Forschung von He Jiankui jedenfalls ganz klar als Menschenversuch. Er betont, die Neben- und Spätfolgen sind noch unabsehbar und schwer zu kontrollieren. Die Menschheit muss ein Mitspracherecht haben. Immerhin handelt es sich um einen Eingriff in die biologische Grundlage des Menschen. Auf jeden Fall müssen alle beteiligten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen jetzt sofort die Arbeit an diesem Experiment einstellen. Das hat das chinesische Wissenschaftsministerium jetzt bekannt gegeben. Wir halten euch zu diesem Thema hier auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall auch den englischen Kanal hier, denn auch da gibt es regelmäßig Videopremieren. Und darunter geht es direkt weiter auf Englisch: Frankenstein's Hairs, Researchers Create Human Rat Hybrid Beings. Ich freue mich auf euch auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned.